Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gott und die Welt. Robert Stein und ich sprechen heute mit Michael Grant über sein neuestes Buch mit dem Titel Deutschland muss vernichtet werden. Klingt etwas martialisch, aber es ist eines der wichtigsten Themen unserer Zeit, nämlich die Aufarbeitung unserer eigenen Geschichte. Und ich zitiere mal kurz aus dem Klappentext des Buches. Es gibt wohl kein anderes Land auf der Welt, das den Genozid an seinem eigenen Volk so verfälscht, beschönigt, relativiert und die Opferzahlen so systematisch herunterrechnet, wie die Deutschen das tun. Ja, und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit meinem Kollegen Robert und Michael Grant. Ja, und dann begrüßen wir recht herzlich heute hier bei uns den Autor und Historiker Michael Grant. Herzlich willkommen. Hallo, guten Abend. Hallo, Herr Grant, freut mich sehr. Hallo nach Deutschland. Vor vielen Jahren habe ich mal Ihren Bruder kennengelernt, jetzt habe ich die Zwillinge komplett. Okay, mehr gibt's nicht. Kein versteckter Drilling irgendwo, Nein. nirgends. Nein. Ja, Herr Grant, Sie hatten mit unserem Kollegen Alexander Kühn in den letzten Wochen und Monaten mehrere Interviews geführt. Die habe ich mir alle sehr interessiert angehört und dachte, wow, das ist ein Thema, das muss wirklich mehr Verbreitung finden und es braucht eine gewisse Sensibilisierung. Es geht um das große Thema, um das heiße Eisen, was jetzt nun schon 80 Jahre zurückliegt. Sie haben sich sehr intensiv mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt, aber das Ganze auch in einem größeren Rahmen aufgespannt, der vor dem Ersten Weltkrieg begann und bis zum heutigen Tag im Prinzip geht. Das hat in der Form noch niemand gemacht. Und darüber würden wir jetzt gerne ein bisschen mit Ihnen sprechen wollen. Gerne. Sie sind Herausgeber einer Buchreihe Adolf Hitler, eine Korrektur. Da kommt jedes Jahr ein Band, so wie ich das verstanden habe. Und Sie haben jetzt noch ein Buch dazwischen geschoben, was man jetzt bei Ihnen im Hintergrund auch sieht, mit dem Titel Deutschland muss vernichtet werden. Also, Können Sie uns... ja, darf ich was dazu sagen? Ja, bitte, bitte. Ich bin nicht der Herausgeber des Buches. Ich bin der Autor der Buchreihe. Das ist ein großer Unterschied. Nachher gibt es da wieder einen Kommentar. Das ist die Buchreihe Adolf Hitler, eine Korrektur. 6 Bände bisher erschienen. Und die Reihe soll 15 Bände haben. Jedes Band hat zwischen 700 und 900 Seiten. Und für mich ganz wichtig, jeder Band hat 2000 bis 2500 verifizierte Quellen, also juristisch nicht wegklagbare Quellen. Und in dieser Buchreihe ist jetzt dieses Buch erschienen. Machen wir gleich einen Werbeblock. Deutschland muss vernichtet werden. Vertreibung, Vernichtung und Zersetzung des deutschen Volkes 1914 bis heute. Das ist ein Sonderband, weil der Verleger wollte jetzt nicht warten die nächsten Jahre, bis das Thema Nachkriegsdeutschland drankommt. Er hat gesagt, die Zeit ist jetzt reif und das sehe ich genauso. 80 Jahre nach Kriegsende müssen wir endlich an unsere, und ich wiederhole, an unsere Toten gedenken. Ich muss gleich vorneweg eine Frage stellen, und zwar ist es ja ein Thema, bei dem man in unserer Gesellschaft eigentlich gar nicht gewinnen kann. So nach dem Motto, egal was Sie da aufdecken oder erklären oder wissenschaftlich nachweisen, das ist ja alles mehr oder weniger verbrannte Erde, wo Sie da hingehen, ein vermintes Terrain. Warum interessiert Sie das so sehr? Ich habe von unserem Kollegen Kühnen im Interview mit Ihnen gehört, dass Sie da wirklich hunderttausende Seiten recherchiert haben, Bücher gelesen, also einen großen Teil Ihres Erwachsenenlebens, wenn ich das so wahrnehme, beschäftigen Sie sich mit dieser Thematik, die um das Dritte Reich herumgeht. Warum, also provokante Frage, warum tun Sie sich das an? Ja, also ich beschäftige mich seit 45 Jahren mit dem Thema und das hat angefangen eigentlich mein Interesse, als ich noch ein Teenager war. Und in der Schule hatten wir das Thema Dritte Reich und ich komme aus einer Flüchtlingsfamilie aus Westpreußen, genauer gesagt aus Danzig und Königsberg. Und meine Familie wurde zur Hälfte dezimiert von der Roten Armee und meine Großtanten wurden
vergewaltigt, grausam. Und ich habe einfach den Lehrer gefragt, wieso lernen wir das nicht in der Schule auch? Es gehört doch zur Objektivität dazu, dass man beide Seiten kennt. Und seine Antwort war, die ist genau gleich nach 40 Jahren, auch heute, ja, das steht nicht im Lehrplan und wir wollen da auch nicht aufrechnen, das ist nicht so interessant. Und da habe ich mir gedacht, hoppla, es gibt also bei diesen Menschen, die immer nach Menschenrechten rufen, Opfer erster und zweiter Klasse. Also erste Klasse sind alle die Opfer, die von Deutschen umgebracht worden sind. Aber die von den alliierten Massenmördervölkern, ich nenne das bewusst so, die deutschen Opfer sind dann Opfer zweiter Klasse. Und wie passt es zusammen? Und so habe ich im Laufe der Jahrzehnte recherchiert, weil ich bin ein Autor, der nicht schreibt und dann denkt, sondern ich denke und schreibe dann. Das heißt, ich recherchiere fundamental in Originaldokumenten mit Zeitzeugenberichten. Und was ganz neu ist bei meiner Buchreihe, das ist, dass ich immer von dem Wissensstand der damals agierenden Personen ausgehe. Also heute diese Professoren, die an ihren Sesseln kleben und ja kein falsches Wort sagen, damit sie ihre Anstellung in der Universität nicht verlieren, die können natürlich großartig sagen, ja, heute wissen wir, das war so und es war so, aber wenn sie sich mal in die Lage, in die Köpfe von zum Beispiel von Hitler oder Roosevelt oder Stalin oder Churchill oder was weiß ich, Clemenceau, was weiß ich, hineinversetzen zur damaligen Zeit, dann sieht das ganz, ganz anders aus. Und das ist das Neue in meiner Buchreihe. Und ich scheue mich auch nicht, politisch völlig Unkorrektes, weil politisch völlig Unkorrektes ist für mich nicht die Wahrheit. Es ist eine Ideologie. Und ich bin eigentlich der Wahrheit verpflichtet. Man kann meine Quellen widerlegen. Bisher hat es keiner geschafft. Es sind ja über 15.000 Quellen in all meinen Büchern, weil die Quellen einfach verifiziert sind. Und ich gehe immer so vor, wenn jemand irgendwas sagt, behauptet, dann versuche ich eine zweite oder dritte Quelle zu finden, die das bestätigt. Das ist so meine Arbeitsweise. Jetzt gibt es natürlich dann schnell den Vorwurf des Revisionismus, wenn man dieses Thema anfasst, alles, was in diese Richtung geht. Ich habe zum Beispiel aus dem Gespräch mit Alexander die Jugendgeschichte, das Elternhaus von Hitler und die ganze Erste Weltkriegserfahrung und so gehört. Und da zeichnen Sie ja ein komplett anderes Bild, wie diesen feigen Gefreiten, der da quasi nur so als Hilfstruppler und dann quasi sich davon gemacht hat. So ist die landläufige Meinung. Er war sozusagen ein Feigling. Ich habe etwas ganz anderes gelesen bei Ihnen oder dann eben gehört in dem Gespräch. Wie gehen Sie damit um, mit dem Vorwurf, dass Sie sagen, ja, Sie wollen da irgendwie irgendwelche Schuld reinwaschen oder sowas? Also Revisionismus ist für mich eine Ehrenbezeichnung, weil, ich sage Ihnen auch warum, jeder Wissenschaftler, jeder auf der Welt ist ein Revisionist. Revisionismus heißt ja, dass man bestehende Gedanken und bestehende Thesen mit neuen Erkenntnissen revidiert. Das ist Revisionismus. Anders funktioniert ja Wissenschaft überhaupt nicht. Das heißt, Revisionismus, dieses Wort gibt es eigentlich nur in Deutschland als Totschlagargument für Leute, die einfach neue Dinge in der Geschichte entdecken, die nicht der Siegergeschichtsschreibung entspricht. Und deshalb, also Sie können sich da wirklich erkundigen. Ich habe auch ein Kapitel darüber geschrieben. Ohne Revisionismus ist keine Wissenschaft möglich. Fragen Sie einfach mal Wissenschaftler. Ohne Revisionismus gibt es keinen Fortschritt in der Wissenschaft. Und von dem her lässt mich das vollkommen kalt, was diese Menschen sagen. Also wie gesagt, ich bin meiner Familie verpflichtet. Ich bin den Millionen deutschen Toten verpflichtet, die heute als Opfer zweiter Klasse noch einmal geschändet werden. Und das ist eigentlich meine Denkweise. Und man kann mir nicht an den Karren fahren, weil ich verifizierte Quellen habe und alles andere ist mir egal. Okay. Ich fand einen Aspekt besonders interessant in einem Interview, was Sie gesagt haben, und zwar die Frage nach dem Ursprung der NS-Ideologie.
Man hat ja in der Geschichtsschreibung das mehr oder weniger Hitler zugeschrieben. Er wäre der Erfinder dieser Ideologie mit allen schändlichen Sachen, die drumherum stattgefunden haben. Sie haben das dahingehend recherchiert, dass man klipp und klar sagen kann, diese Ideologie hat er eigentlich von Vordenkern übernommen. Und Ja. Also es ist ja so, unsere Siegergeschichtsschreibung, die heute noch in den Schul- und Geschichtsbüchern ist, die resultiert ja fast zu 100% aus dem Nürnberger Prozess, aus der Anklage damals. Und der amerikanische Ankläger hat damals gesagt, Hitler hat die Ideologie des Nationalsozialismus wörtlich erfunden. Und das ist eine neue Geschichtslüge, mit der ich dann aufgeräumt habe, weil diese Ideologie gab es schon 100 Jahre zuvor. Und zwar durch Theosophen, durch Ariosophen. Und ich habe ja auch was ganz Neues gemacht in meinem Buch Adolf Hitler, eine Korrektur Band 1, habe ich ja eigentlich belegt, dass Hitler so gut wie sicher von Henry Ford abgeschrieben hat. Also Henry Ford hat ja ein Buch geschrieben, Der internationale Jude. Er war ein totaler Antisemit. Und wenn man die Textpassagen vergleicht, hat auch noch keiner gemacht, von Mein Kampf und Der internationale Jude, findet man sehr viele Übereinstimmungen, was zu dem Schluss anregen kann, dass Hitler von Henry Ford abgeschrieben haben könnte oder zumindest Henry Fords Gedanken im Kopf gehabt hat, als er Mein Kampf geschrieben hat. Und so gehe ich einfach vor und die Leser können dann einfach die Stellen nachlesen, die Henry Ford geschrieben hat und die Hitler geschrieben hat und können sich dann selber ein Urteil bilden. Ein anderer Name, Henry Ford, ist da mit Sicherheit erwähnenswert, weil er ja fast zur selben Zeit, nur wenige Jahre vorher, diese Gedanken zu Papier gebracht hat, die man dann im Prinzip 1:1 in Mein Kampf wiederfindet. Aber es gab zum Beispiel auch Blavatsky. Gerade beim Thema Rassenlehre spielt das ja eine große Rolle. Das ist ja auch nicht erst in der NS-Zeit erfunden worden. Nein, da geht es ja um die Wurzelrassen-Ideologie, die Blavatsky und Henry Scott Olcott begründet haben mit der Theosophie. Die Theosophen wollen natürlich nichts damit zu tun haben, dass sie Einfluss oder dass ihre Lehre später Einfluss genommen hätte auf den Nationalsozialismus. Da wehren sie sich ja vehement dagegen. Aber wenn man das ganze Wurzelrassen-Ideologie vergleicht mit dem, was später verfeinert wurde, auch von Joseph Graf Gobineau, der hat ja dann das aufgegriffen von den Theosophen, dann ging es ja weiter über Chamberlain und so weiter, über all die Namen, die das dann immer weiter verfeinert haben, diese Ideen. Da muss man das einfach so darstellen, wie es war. Und man sieht dann auch, dass Hitler nicht der Erfinder der NS-Ideologie war. Nun gab es ja in der Menschheitsgeschichte eine Menge große Verbrechen. Warum ist gerade diese Zeit der NS-Zeit und der Holocaust, der damit verbunden ist, so eine Ausnahme in diesem ganzen Potpourri an menschlichen Verbrechen? Weil da wird ja gesagt, die Deutschen sind ein Tätervolk und diese Begrifflichkeit nutzt man ja für kein anderes Volk. Also weder für die Chinesen, die Russen, die Amerikaner oder Kambodschaner wurde dieser Begriff jemals benutzt. Das ist ausschließlich dem deutschen Volk vorbehalten. Warum ist das so? Warum dieses Framing, warum diese Einzigartigkeit dieses Verbrechens? Ja, so muss man es ja benennen. Also Sie stellen mir jetzt genau die gleiche Frage, ein bisschen verklausuliert, wie man dem AfD-Mann Sigmund gestellt hat. Und der hat ja nur verloren mit seiner Antwort. Ja. Also man Ja, muss aber ja das heißt alle heute, gedacht. ja, man muss ja heute in Deutschland sagen, dass Deutschland das Tätervolk ist, was ja auch stimmt. Wir waren ja auch Täter. Aber es gab auch andere Täter. Und das muss man auch so sehen. Und für mich ist diese Diskussion, dieser Tote ist gut, dieser Tote ist schlecht, das widerspricht meiner religiösen Einstellung, weil vor Gott sind alle Menschen gleich. Und warum soll ein Toter, der
jetzt von den Deutschen getötet worden ist, besser in Anführungszeichen sein wie ein Toter, der von den Alliierten totgeschlagen wurde, also eine Frau oder ein Kind. Und das kann ich einfach nicht begreifen. Das ist eine Ideologie und für mich sind alle Menschen gleich und auch ich mache da keine Unterschiede, weil ich habe 10 Jahre lang in der organisierten Kriminalität recherchiert und wenn man da Tote sieht, kann ich jetzt nicht sagen, ja, der Tote ist unwichtig und der Tote ist wichtig. Alle Menschen sind gleich und alle Toten sind für mich auch gleich schlimm. Ja. Also näher möchte ich jetzt dazu nicht eingehen, weil Sie wissen, egal was man sagt, man kann nur verlieren, aber meine religiöse Überzeugung ist, dass alle Menschen gleich sind. Ja, okay. Ja, dann vielleicht nochmal zum Ursprung zurück zu dieser ganzen Entwicklung. Viele Historiker sprechen ja von einem 30-jährigen Krieg, also sprich von 1914 bis 1945. Also sprich die Ursachen für den Zweiten Weltkrieg, ich glaube, da muss man historisch gar nicht so weit gebildet sein, liegen eindeutig im Ersten Weltkrieg mit den Versailler Verträgen, die dann die Nachkriegszeit maßgeblich geprägt haben, die Weltwirtschaftskrise 1929 und so weiter. Und viele sehen ja darin dann eben die Möglichkeiten für so eine kleine Bierpartei aus dem Löwenbräu-Keller in München plötzlich zu so großer Größe aufzuwachsen und das dann alles daraus entstanden ist. Aber was können Sie denn sagen zu den Geldquellen, die da geflossen sind? Wer hatte da einen erheblichen Anteil daran? In meiner Recherche sind da auch mehrfach Banken von der Ostküste gefallen, also Ostküste Amerika, die dann dafür gesorgt haben, dass diese Partei, die NSDAP, überhaupt erstmal zu einer richtigen Größe aufgewachsen ist. Also in meinem Buch über Adolf Hitler, auch wiederum Band 1, habe ich eine Liste veröffentlicht mit allen Geldgebern für die Nationalsozialisten. Adlige, Unternehmen, Rüstungsfirmen, Ausländer und Inländer. Diese Liste kann ich jetzt leider nicht wiederholen, das sind 30, 40 Seiten. Sicher sind 2 Dinge, die ich recherchiert habe. Also ich falle nicht auf die rechte Propaganda rein. Ich falle aber auch nicht auf die Mainstream-Propaganda herein, sondern ich bilde mir ein eigenes Urteil durch meine Recherchen. Und meine Recherchen. Die rechte Propaganda, Entschuldigung, wenn ich reingrätsche. Ja, die rechte Propaganda wäre, jüdische Banden haben Hitler groß gemacht und finanziert, damit er den Krieg führen könnte. Das ist die rechte Sichtweise. Und die Mainstream-Propaganda sagt, nein, die Juden haben gar nichts damit zu tun gehabt, mit der Finanzierung von Hitler. Und da muss man auch wieder aufpassen, weil meiner Recherche nach hat nicht die Wall Street Hitler finanziert. Und das ist jetzt ein Unterschied. Aber verschiedene Banken der Wall Street. Verstehen Sie, was ich meine? Dieser Unterschied. Das ist für mich ein großer Unterschied. Für andere, die kehren alles über einen Haufen. Für mich ist es wichtig, waren es alle Banken? Wer waren die Eigentümer der Banken? Oder waren es nur einzelne Banken? Und wenn ja, wie groß waren die Kredite? Und meinen Recherchen nach kann man nicht behaupten, dass die Wall Street oder jüdische Banken Hitler finanziert haben. Richtig ist, verschiedene Banken haben der NSDAP Geld gegeben, wo die Vorsitzende auch jüdischer Herkunft waren. Aber die Beträge waren jetzt nicht so, dass man sagen könnte, der ganze Nationalsozialismus und der ganze Krieg wurde damit finanziert. Aber, jetzt kommt das große Aber. Es gab sehr, sehr viele Firmen aus Amerika beispielsweise. Ich habe alle Länder aufgeführt in meinem Buch, also ganz Europa ist dabei, aber Amerika ist speziell. Es gibt sehr viele Unternehmen in Amerika, die der NSDAP Geld gespendet haben und später auch noch die Aufrüstung finanziert haben. Und ohne diese amerikanische Hilfen für die Aufrüstung, also ohne Opel hätte kein einziger Soldat in Polen einmarschieren können, weil der Opel Blitz war das Transportgerät. Oder ohne IBM hätte man das Lagersystem, die Konzentrationslager nicht betreiben können und so weiter und so fort. Und hierfür habe ich jetzt nicht als Zeuge genommen verschiedene Historiker, die das herausgearbeitet haben. Klar, die habe ich auch als Grundlage genommen. Aber meine
Recherche war ganz anders. Mein Hauptzeuge ist Bill Clinton. Und da werden Sie sich fragen, hoppla, wieso Bill Clinton? Ja, ich sehe es schon an Ihrem Gesichtsausdruck, ja, wieso Bill Clinton? Er hat in den 90er Jahren eine Untersuchungskommission eingesetzt, die herausgefunden hat, dass 5000 amerikanische Firmen, 5000 die Nationalsozialisten unterstützt haben. Und diese Liste, da stehen halt die Namen dann auch drauf. Und Sie sehen, wie ich vorgehe. Ich nehme zwar zur Kenntnis, was andere Historiker schreiben, aber ich versuche trotzdem Originalquellen zu kriegen, die dann unwiderlegbar sind. Und jetzt muss halt irgendeiner, auch ein Amerikaner, muss jetzt halt irgendwie die Untersuchungskommission und den Untersuchungsbericht von Bill Clinton negieren und sagen, das sind alles Lüge. Verstehen Sie, was ich meine? So arbeite ich. Und weil ich so arbeite, gibt es nur eins, was man mit mir machen kann: mich in die Nazi-Ecke zu drängen und als Antisemit zu bezeichnen. Das ist das Einzige, was man kann, weil rein faktisch gibt es keinen großen Weg, mich zu diskreditieren. Natürlich mache ich hin und wieder mal einen Fehler im Buch, dass ich eine Seitenzahl falsch schreibe oder ein Zitat, ein Datum vielleicht mal statt dem 1. Januar, 1. Februar, klar. Da machen mich meine Leser auch darauf aufmerksam, auf solche Kleinigkeiten. Aber es geht ja um das große Ganze, dass die gesamte Geschichte, so wie wir sie kennen, von den Siegern aufoktroyiert worden ist, eigentlich falsch ist. Und in jedem Buch gibt es hunderte Geschichtslügen, die ich aufdecke und richtigstelle, und zwar mit seriösen Quellen. Darf ich Ihnen noch ein Beispiel sagen? Ich wollte gerade nach einem ganz prägnanten Beispiel fragen. Ja, so, ja. Man sagt ja zum Beispiel, das arme Polen wurde von Hitler überfallen. So wird es ja dargestellt. Ja. Nürnberger Prozess war es ein Angriffskrieg. Deutschland hat alle Länder überfallen. Was man aber nicht sagt und die Universitätsprofessoren auch in keinem Vortrag sagen, ist, dass Polen bereits 1933, also 6 Jahre vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, Präventivkriegspläne mit Frankreich diskutiert hat. Sie wollten die Franzosen dazu bringen, dass man Deutschland angreift nach Hitlers Machtübergabe, nach der Machtübergabe an Hitler, wollten die Polen unbedingt Deutschland angreifen. Es waren 3, 4 verschiedene Versuche der Polen, die Franzosen dazu zu bewegen, Deutschland anzugreifen. Und es scheiterte eigentlich daran, dass die Franzosen nicht mitgemacht haben. Aber das polnische Heer war bereits mobilisiert, die Divisionen waren bereits an der Grenze zu Ostpreußen in Stellung und so weiter und so fort. Und sowas lernen Sie heute einfach nicht. Das wissen Sie nicht. Und in meinem Buch lesen Sie das dann und sagen, hoppla. Naja, als Beleg hat er jetzt zum Beispiel die Tagebücher von den Diplomaten, die damals miteinander gesprochen haben, und Zeitzeugenberichte von den Leuten, die da dabei waren. Okay, waren das jetzt alles Lügen? Das passt ja gar nicht in unsere Siegergeschichtsschreibung. Was machen wir jetzt mit dem Grant? Naja, klar, er ist ein Nazi. Er ist ein Revisionist. Er will das schön schreiben. Ich will es nicht schön schreiben, ich will es objektivieren. Das ist ein großer Unterschied. Komplett erzählen die Geschichte. Wie meinen Sie? Also die Geschichte in seiner Totalität, in ihrer Totalität erzählen. Also was ist wirklich passiert mit allen Hintergründen, mit allen Sichtweisen. Genau, also ich gehe ja so weit, dass ich in meinem Buch immer im ersten Teil eines Kapitels schreibe ich die Mainstream-Sicht. Und im zweiten Teil des Kapitels schreibe ich die Wahrheit. So dass man zunächst mal die Mainstream-Sicht sieht und liest und sagt, okay, Hitler ist 1933 aufgewacht, hat gesagt, so, jetzt will ich die ganze Welt in den Krieg treiben und will 70 Millionen Menschen umbringen. So, also ein bisschen flapsig gesagt. Und ich stelle das dann im zweiten Teil richtig mit den Dokumenten, die mir zugänglich sind. Und dann kann der Leser sich selber ein Urteil bilden. Und ich schreibe ja dann, was die Geschichts- und Schulbücher verschweigen, und bringe nochmals jedes einzelne Argument, das ich in den Kapiteln habe, zusammengefasst am Ende des Kapitels, sodass man eine Schnellleseliste hat und die einzelnen Argumente nochmals hat. Für Diskussionen zum Beispiel. Ich hatte vor über 20 Jahren ein Buch in die Hand bekommen, da stand Weißbuch 1939 drauf. Also, wenn ich es richtig erinnere, sind es die diplomatischen Noten, die ausgetauscht worden sind zwischen sämtlichen wichtigen Entscheidungsträgern. Und da ging es dann eben auch um das Beispiel Polen,
dass, also so stand es in dem Buch drin, ich konnte nicht verifizieren, ob das wirklich stimmt oder nicht. Auf jeden Fall habe ich da von sehr großen Gräueltaten seitens polnischer Reitertruppen gelesen, die also ganze deutsche Landstriche da verheert haben. Da waren dann Geschichten drin von 50.000 deutschen Toten, also vor dem Zweiten Weltkrieg. Und mir kam das alles etwas merkwürdig vor. Ich habe das da zur Kenntnis genommen und es war so komplett im Gegensatz zu allem, was ich bisher gelesen habe. Sind Sie auf solche Sachen auch schon mal gestoßen, dass es da im Vorfeld... Also, ich darf es Ihnen gerade schon zeigen, wenn Sie das sagen. Das ist zum Beispiel auch ein Weißbuch, Dokumente zum Konflikt mit Jugoslawien und Griechenland. Und hier sind dann Faksimile drin vom Auswärtigen Amt, vom Deutschen Auswärtigen Amt, wie Sie richtig vorher gesagt haben, wie die Noten ausgetauscht worden sind und die Briefwechsel, die Telegramme und was auch der deutsche Auslandsgeheimdienst festgestellt hat bei Gesprächen zwischen zum Beispiel Engländern, Franzosen und Polen und so weiter. Und Polen hat bereits beim Versailler Vertrag versucht, so viel wie möglich zu bekommen an deutschen Gebieten. Und hat dann auch 1921 angefangen, aggressiv zu werden und hat, wie Sie richtig sagen, die deutsche Minderheit dort bedrängt, sogar ermordet. Und es gab, ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau sagen, aber ich glaube, es gab 200 Beschwerden beim Völkerbund von der deutschen Regierung damals, von der Weimarer Regierung, die alle nicht nachverfolgt worden sind aufgrund der Gräueltaten der Polen. Und diese ganzen Vorgeschichten stehen halt in meinem Buch drin, in meinen Büchern drin. Und dann kann jeder selber sagen, okay, unschuldiges Opfer, einfach so überfallen. Okay, so schau mal. Ich habe Ihnen gesagt, ich habe 10 Jahre nicht für, sondern mit der Polizei gearbeitet. Und da war es eigentlich jetzt, das klingt zwar jetzt ein bisschen blöd, aber da war es jetzt nicht wichtig, dass ein Toter da liegt. Das sah ja jeder. Es war wichtig, warum lag er da. Und so gehe ich in meinen Büchern vor. Was geschehen ist, das weiß man. Aber warum es geschehen ist, das wird verschwiegen, verfälscht, beschönigt, manipuliert. Und das ist meine Aufgabe, es richtig zu stellen. Das bringt uns dann, also jetzt mich als Deutschen oder uns als Deutsche natürlich dann schon in ein gewisses Dilemma, wenn ich jetzt so ein Weißbuch von 1939 lese und ich erfahre da Dinge, die ich vorher nicht kannte, dass zum Beispiel im Vorfeld so und so viele Sachen passiert sind, dann sieht dieser Überfall auf den Sender Gleiwitz, der ja als der Beginn des Zweiten Weltkriegs benannt wird, ich glaube 1. September 39 oder 3. September, ich weiß gar nicht genau, auf jeden Fall dieses berühmte Initial, was damals passiert ist, so das ist der Beginn Hitlers Großmachtsfantasien, das kommt ja dann plötzlich ins Wanken und dann bin ich selber dann schon, hoppla, ich muss ja jetzt plötzlich von diesem vorher oktroyierten Bild absehen und da fällt es dann schon schwer, wenn ich im ZDF Guido Knob verfolge, ja. Naja gut, diese bezahlten Historiker, ich wiederhole noch einmal, ich kenne keinen einzigen Historiker, der sich traut, im Fernsehen so etwas zu sagen, dass die Siegergeschichtsschreibung in den Punkten nicht stimmt. Okay, manche vielleicht abgeschwächt, aber die haben alle, wirklich alle Angst um ihre Universitätspöstchen. Und Sie sehen das ja auch. Es gibt ja auch viele Beispiele dafür, dass wenn sobald einer abweicht, um Gottes Willen ist er ein Nazi, dann verliert er seinen Posten und so weiter und so fort. Und das wissen alle. Und ich habe keine Angst. Ich bin unabhängig. Ich bin niemand verbunden. Ich mache die Arbeit für mich und ich wiederhole noch einmal für unsere Großeltern, für unsere deutschen Opfer, die von den alliierten Massenmördern auf grausamste Weise umgebracht worden sind. Für die mache ich das. Ich habe mein Opa war im Krieg in Russland, wurde gefangen genommen, war 10 Jahre lang in Gefangenschaft. Er hat ein Auge verloren durch die Folter. Mein anderer Opa war auch in Russland gefangen. Er ist zurückgekommen und war so psychisch traumatisiert, dass er in einer Psychiatrie geendet hat. Meine Oma und ihre Familie wollte auf die Gustloff, sie haben es aber verpasst, weil auf dem Haff hat ein russischer Jabo sie angegriffen und meine Oma ist über ein totes Baby gestürzt und der Pilot hat gedacht, er hat sie getroffen. Und so haben sie Gott sei Dank die Gustloff verpasst. Damals wussten sie ja nicht, dass die untergeht.
Und das Kannst ist du das kurz meine, erklären, was das war? ja, Die Wilhelm Gustloff, die KDF, größtes Schiffsunglück in der Geschichte der Menschheit. Vielleicht können Sie es kurz erklären, was da war. genau, es war ein Schiff, das voll war mit Flüchtlingen und auch mit Wehrmachtssoldaten, mit Verwundeten. Und das wurde von einem russischen U-Boot versenkt, torpediert und versenkt. Es kamen über 9000 Menschen um. Hauptsächlich, wie gesagt, verwundete, amputierte Frauen, Kinder und ältere Menschen. Und meine Oma hat dieses Schiff verpasst und hat dann eigentlich überlebt. Aber das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, als ich später dann nach der Gefangenschaft, meine Oma wurde dann mit ihrer Familie, also mein Vater in Dänemark interniert, in einem Internierungslager, wo man sie als Tiskiswin, also als deutsche Schweine bezeichnet hat, geschlagen hat und mit Steinen beworfen hat. Und als diese dann später in die Bundesrepublik zurückkamen, ging es ja los in den 68ern, dass alle Wehrmachtssoldaten Massenmörder sind und es gab keine Trümmerfrauen und so weiter und so fort. Und meine Großeltern waren immer sehr traurig über das. Wenn mein Opa hat gesagt, ich habe mein Auge verloren, ich habe 10 Jahre im Gefängnis, im Lager, ich war 10 Jahre im Lager, ich war noch 6 Jahre im Krieg. Ich habe ein Drittel meines Lebens verloren und habe das für mein Vaterland getan und jetzt werde ich als Massenmörder beschimpft. Und für diese Leute, es gibt Millionen von diesen, Millionen, und für diese Leute habe ich mein neues Buch geschrieben. Und ich kann Ihnen eines sagen, die erste Auflage ist bereits verkauft, bevor es erschienen war. Die zweite Auflage ist auch schon zur Hälfte verkauft. Ich sehe, also ich bin finanziell unabhängig. Ich mache das nicht, um Geld zu verdienen. Ich mache das einfach, um etwas gut zu machen, was schlummert seit 80 Jahren. Und das schlummert an der Oberfläche. Und ich kriege jeden Tag zwischen 100 und 200 E-Mails von Leuten, die mir danken. Ich kriege Kommentare bei meinem Videokanal MG-Klartext bei YouTube. Ich kriege auf Telegram unter Michael Grant Klartext. Ich kriege in der Woche 4.000 bis 5.000 Kommentare und 98% davon sind Leute, die sich bedanken. Und ein Kommentar ist mir im Gedächtnis geblieben und habe gesagt, ja, genau, darum habe ich dieses Buch geschrieben. Und zwar einer hat geschrieben, ich soll Ihnen von meinem Großvater danken. Er hatte Tränen in den Augen, als er Ihr Video gesehen hat. Und Sie sagen, Sie wollen das richtigstellen, dass die alten Menschen, die ihr Leben geopfert haben, nicht kollektiv Massenmörder sind. Er hatte Tränen in den Augen und ich will Ihnen danken dafür. Und das sind so das ist für mich die Motivation. Ob jetzt 1000 Bücher mehr verkauft werden oder nicht, das ist unwichtig. Für mich geht es um etwas anderes. Ich will etwas transportieren. 80 Jahre nach Kriegsende müssen wir endlich in der Lage sein, zuzugeben, dass es auch deutsche Opfer gab. Und ich habe heute zum Beispiel ein Video veröffentlicht über die Errichtung von Konzentrationslagern. Nicht Vernichtungslager, ist ein großer Unterschied zum Konzentrationslager. Warum gab es die überhaupt? Und habe dann vorangeschickt, dass diese Konzentrationslager auch keine Erfindung der Nationalsozialisten waren, sondern dass es diese Konzentrationslager in ungefähr 85 Ländern der Welt ebenfalls gegeben hat, schon vorher. Und da habe ich natürlich wieder Kommentare bekommen. Ja, was man sät, das muss man ernten und die Deutschen sind doch selber schuld. Und wissen Sie, sowas kann ich nicht hören. Weil wenn ich 2 Tote auf der Straße liegen sehe, dann sage ich nicht, der ist gut und der ist schlecht. Ich wiederhole, für mich ist jeder Mensch gleich. Und Sie sehen vielleicht, das regt mich sowas von auf, wenn man so argumentiert und die woke-linke Blase, die nur die Siegergeschichtsschreiber im Kopf hat, die argumentiert ganz genau so. Jeder argumentiert dann so, ja, es kam einfach zurück, was man gesät und geerntet hat. Was haben meine Nichten mit 6 Jahren gesät? Was haben sie gesät in Danzig? Was haben sie gesät, als die Russen ihnen mit der Pistole an den Kopf befohlen haben, zuzusehen, wie man ihre Tanten 10-mal vergewaltigt hat? Was haben die gesät? Und sowas regt mich sowas von dermaßen auf, wenn man so argumentiert. Man kann das vielleicht sagen bei Einsatzkommandos, die Juden erschossen haben oder bei Einsatzkommandos, die im Konzentrationslager Menschen umgebracht haben. Da kann man das vielleicht sagen, aber man kann es nicht pauschal ja, was man sät, wird man ernten. Das heißt, das ganze Volk ist im Kollektiv schuld und Haft. Und Ja. da bin ich
vollkommen dagegen. Genau, im Umkehrschluss muss man dann natürlich auch sagen, nicht jeder Alliierter war ein Verbrecher, ja, ein Kriegsverbrecher, Genau, aber es absolut. gab natürlich genügend, die man einfach auch benennen muss. Und nach 80 Jahren ist die Zeit da halt reif, da auch mal diese Dinge zu benennen, wie sie sind. Ähm, um auch einfach mal die Dimension aufzuzeigen, was andere Völker, Staaten, Staatenlenker, Einzelpersonen, wie auch immer, in der Lage gewesen wären, dem deutschen Volk anzutun, wird ja zum Beispiel in dem Morgenthau-Plan deutlich, der ja zum Glück nie umgesetzt wurde, sonst wären wir vielleicht alle gar nicht hier. Ähm, Was ist der Morgenthau-Plan und warum wurde der zum Beispiel nicht umgesetzt, Ihrer Meinung nach? Also der Morgenthau-Plan war ein Plan des Beraters Morgenthau, des amerikanischen Präsidenten Roosevelt, der auch Finanzminister war. Und dieser Plan sah vor, dass, also ich sag's mal, ich bringe es auf einen Nenner, dass Deutschland ein Agrarstaat werden sollte und aufgrund dessen deindustrialisiert, also in die Steinzeit zurückgebracht werden sollte, damit Deutschland nicht mehr in der Lage ist, eine Industrie aufzubauen, die zu Kriegen führen könnte. Die Umsetzung dieses Planes hätte zu 12 Millionen Toten geführt. Und jetzt geht es wieder los. Jetzt geht schon wieder los. Ne? Also die Historiker sagen dann, ja, es gab den Plan. Richtig, absolut richtig. Okay, d'accord. Aber, jetzt kommt das große Aber. Angst um ihre Universitätssessel. Aber der Plan war so unwichtig, dass er überhaupt keinen Einfluss hatte. So, und das hat mich natürlich schon wieder aufgeregt. Dann habe ich recherchiert, wie wichtig war dieser Plan eigentlich? Und siehe da, der Plan war so wichtig, dass Roosevelt diesem Plan zugestimmt hat. Ja, wir machen das. Und Massenmörder Churchill war natürlich gleich dabei. Klar, machen wir. Wir setzen den Plan um. So, dann kam die Frage, warum wurde der Plan nicht umgesetzt? Also meine Beweise für das, was ich gerade gesagt habe, sind zum Beispiel Aufzeichnungen der Protokolle vom Weißen Haus über Gespräche Morgenthau, Churchill und Roosevelt und die Tagebücher von Morgenthau selber, in denen er das klipp und klar beschrieben hat. Also auch wieder, Kritiker widerlegt einfach, was Morgenthau geschrieben hat und die Protokolle. Also Sie sehen, wie ich arbeite. Ne? Also ich gehe nicht auf Hörensagen, sondern und ja, dann geht es wieder los. Warum wurde der Plan nicht umgesetzt? Haben die Amerikaner plötzlich gesagt, oh, 12 Millionen Deutsche, das können wir nicht umbringen. Nee, die hätten überhaupt keine Skrupel gehabt. Und Churchill sowieso nicht, die Deutschen umzubringen. Also habe ich recherchiert, warum wurde der Plan nicht umgesetzt? Und genau das wird jetzt wiederum, ich weiß nicht, vielleicht finden Sie es in irgendeinem Buch, aber ich habe es jetzt in keinem deutschen Buch gefunden. Ich habe es nur gefunden, wiederum in den Protokollen der Gespräche von Morgenthau mit dem amerikanischen Kriegsminister, ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt, Stimes, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau. Der war nämlich ein Gegner vom Morgenthau-Plan. Und der hat versucht, den Plan zu torpedieren und hat eine kluge psychologische Sicht gehabt. Er hat 53 amerikanische Zeitungen als Grundlage genommen, Kommentare zum Morgenthau-Plan, und hat diese Kommentare Roosevelt vorgelegt und hat gesagt, sie wollen nächstes Jahr wiedergewählt werden, aber in den 53 größten Zeitungen der USA wird dieser Plan sehr kritisch gesehen und sie haben ja auch deutsche Wiederwähler. Also ihre Wiederwahl wäre gefährdet, wenn dieser Morgenthau-Plan umgesetzt worden wäre. Und dann hat Roosevelt gesagt, okay, dann machen wir das nicht. Haben Sie das schon mal gehört? Ich kann alles beweisen, was ich sage. Haben Sie schon mal gehört? Diese Argumentation? Nö, Okay. aber macht Sinn. Ja, und so gehe ich halt vor in meinen Büchern. Und ich wiederhole, man kann das einfach nicht widerlegen, was ich schreibe. Man kann es nicht widerlegen. Aber man kann es verschweigen. Und ich bringe es halt vor. Ich bringe es aufs Tablet.
Ja. Jetzt ist ja ein großer Streitpunkt, wobei das ja eigentlich gar kein Streit wert ist, weil Tote rechnet man nicht gegeneinander auf. Aber dennoch muss man, feststellen, dass, immer wenn es darum geht, deutsche Opfer irgendwo zu zählen, wird ziemlich klein gerechnet, weggelassen, bagatellisiert und, bei den, Zahlen, der Opfer der Deutschen wird immer ja, sehr, sehr großzügig das angenommen. Also, um da sozusagen, von vornherein, wie Sie ja schon am Anfang sagten, auch diese Opfer erster und zweiter Klasse irgendwie zu schaffen. Meine Frage ist, warum ist das so? Warum muss Deutschland denn vernichtet werden? Wer sind denn die treibenden Kräfte, die das seit jetzt, 140 Jahren forcieren oder noch länger? Also ich möchte mal sagen, in dem Buch gibt es eine rote Linie. Und die rote Linie heißt, wie Sie richtig gesagt haben, man versucht zwanghaft, wirklich zwanghaft, deutsche Opfer herunterzurechnen. Und man nimmt die Zahl der Opfer durch die Deutschen, dann nimmt man auch Propagandazahlen. Also deutsche Opfer runterrechnen, andere hochrechnen. Und das beweise ich und belege ich in jedem einzelnen Fall. Und es gibt da sehr, sehr viele Beispiele dafür. Also 2 Beispiele sind, offiziell wurden bei den Luftangriffen, bei den, für mich sind es Terrorangriffe, ich habe mal das Wort Terrorbombardement bei YouTube eingegeben, wurde gleich das Video gesperrt wegen Hassrede. Ich hoffe, Ihnen passiert es nicht. Also für mich sind es Terrorbombardierungen gewesen. Wurde die offizielle Zahl von 350 bis 400.000 genannt. Das Statistische Bundesamt hat 1958 eine sehr, sehr umfangreiche Untersuchung gemacht und ist dann auf 653.000 Tote gekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, was sagen eigentlich die Amerikaner? Weil die hätten eigentlich den größten Grund, die Opfer runterzurechnen. Und die Amerikaner hatten mehr Opfer, als offiziell in Deutschland dann gesagt wird. Und so sehen Sie da, das ist Beispiel 1. Beispiel 2 ist Dresden. Mhm. Kennt ja jeder, Opferzahl zwischen 250.000 und 300.000 und es sind dann 25.000 geworden. Zu der Opferzahl sage ich gleich nochmal was, weil die meiner Meinung nach zu hoch ist, aber 25.000 auch viel zu niedrig. Ich bin wieder einen anderen Weg gegangen. Ich habe recherchiert, also abgesehen davon, dass die Historikerkommission von der Stadt Dresden bezahlt worden ist, habe ich recherchiert, warum wurde die überhaupt eingesetzt, die Historikerkommission? Wer kam eigentlich auf die Idee? Warum? Und siehe da, ich habe recherchiert, in dem Jahr, als die Historikerkommission eingesetzt worden ist, hatte die NPD im Stadtrat in Dresden 9%. Und im Stadtrat sagten die immer, ja, die Toten in Dresden sind viel höher als das, was man offiziell sagt. So. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, die Stadt setzte dann eine Historikerkommission ein und die hat die Zahlen so runtergerechnet, dass einer, ich weiß nicht mehr, welcher Politiker das war, einfach gesagt hat, so, jetzt haben die Rechten keine Grundlage mehr, die Zahlen groß zu machen. Und ein Schelm, der Böses dabei denkt. Also so gehe ich auch wiederum vor. Warum wurde das gemacht? Und dann bin ich so vorgegangen, welche Zahl stimmt jetzt? 250 bis 300.000 oder 25.000? Mhm. Und da ich wirklich objektiv bin und jeder kann ja, ich habe es in meinem Buch so geschrieben, dass jeder nachvollziehen kann, wie ich zu den Zahlen komme. Also ich erfinde da keine Zahlen, sondern ich sage einfach, aus dem und dem Grund habe ich diese Zahl errechnet und gebe dann auch den rechten Weg vor, warum. Also ich komme auf 67.500 Opfer in Dresden. Weil es gibt natürlich auch wieder, wie gesagt, ich falle nicht auf die rechte Propaganda rein, aber auch nicht auf die Mainstream-Propaganda. Ich gehe meinen eigenen Weg, ich bin da unabhängig. Und ich habe halt sehr viele Unregelmäßigkeiten auch gesehen bei der hohen Zahl. Es gibt sehr viele Zeitzeugen und sehr viele wirklich verifizierte Dokumente. Also da gingen zum Beispiel gingen Männer von Haus zu Haus und haben die Toten gezählt, die man gefunden hat. Man hat die gezählt, die man aufgeschichtet hat. Man hat die gezählt, die vermisst worden sind und so weiter. Und da gibt es natürlich eine große Schwankung. Und keiner kann heute sagen, wie viel
Menschen genau umgekommen sind in Dresden. Ich habe nur zum Beispiel Fotos gesehen von Leichenbergen und habe die vergrößert und habe gesehen, dass manche ihre Eheringe noch dran hatten. Und es war für mich ein Beweis, dass diese Leichen dann nicht gezählt worden sind, weil nach der Zählung wurden ihnen diese Gegenstände abgenommen, um sie zu identifizieren. Und diese hat man dann verbrannt und viele wurden halt auch nicht gezählt, das muss man auch sagen. Aber 300.000, die Zahl kommt mir jetzt wieder zu hoch vor. Es war auch eine Zahl, die dann verbreitet worden ist von der Propagandaabteilung von Josef Goebbels. Und ich habe den rechten Weg klar gemacht. Ich habe Dokumente veröffentlicht von den Leuten, die damals dabei waren und von Zeitungen zum Beispiel. Heute sagt man ja 300.000 Tote, sagen die Rechten und bringen dann als Beleg, ja, eine schwedische Zeitung, die das veröffentlicht hat oder eine amerikanische Zeitung. Das sind für mich halt keine Grundlagenrecherche, das ist für mich einfach eine Annahme. Ich kann auch nicht mehr nachvollziehen, wie die zu 300.000 gekommen sind. Es ist eine Zahl, die wurde später immer und immer wiederholt und ich habe einfach meine eigenen Recherchen angestellt und habe aber auch festgestellt, dass 200.000 Dresdner plötzlich verschwunden sind, weil die Mainstream-Medien veröffentlichen zum Beispiel Zahlen über Flüchtlinge, die sich aufgehalten haben in Dresden und machen es dann so, dass sie sagen, 630.000 Menschen haben in Dresden gewohnt und 100.000 Flüchtlinge. Also waren es 530.000 Einwohner, also die rechnen das runter. Man muss sie aber dazu rechnen, also waren es eigentlich ja 730.000 Menschen. Zu der Zahl der Flüchtlinge kann man nichts Genaues sagen. Es gibt Angaben 100.000, es gibt Angaben, es waren 500.000, aber wirklich keiner kann es nachvollziehen. Und ich will da immer objektiv sein. Ich will nicht jemand sein, zu dem man später sagt, ja, du hast irgendwie ein Gehirn, eine Fantasie gehabt, sondern ich will alles so gut wie möglich beweisen, wenn man neue Quellen gibt, wenn es neue Quellen geben wird. Klar, 25.000 ist eine totale Propagandazahl, die runtergerechnet wird aus ideologischen Gründen. Ich mache auch auf 5 Seiten in meinem Buch auf die Fehler der Historikerkommission aufmerksam und frage die Historikerkommission, warum sie das und das nicht berücksichtigt haben. Zum Beispiel der Angriff von Tieffliegern wurde negiert von der Historikerkommission. Die haben gesagt, es gab keine Tiefflieger, die Zivilisten umgebracht haben. Und ich habe aber Unterlagen gefunden von 207 Zeitzeugen, die genau von dieser Historikerkommission befragt worden sind, die alle zugegeben haben, es gab diese Tiefflieger. Also meine Frage, wieso werden diese nicht berücksichtigt und so weiter und so fort. Also da gibt es sehr viele Dinge, da könnte man jetzt 5 Stunden darüber reden. Also in meinem Buch ist alles klipp und klar aufgeführt. Eine Frage, die letztendlich auf den Titel von Ihrem Buch im Hintergrund zurückführt, aber da muss ich ein bisschen ausholen. Mir ist bekannt, dass die Alliierten, um die Bombenangriffe zu effektivieren, Modellstädte aufgebaut haben in den USA. Die haben also deutsche Siedlungen nachgebaut und haben experimentiert, wie sie so eine deutsche Siedlung am effektivsten abfackeln können. Man hat dann festgestellt, dass das Effektivste ist, wenn man zuerst mal mit einer Sprengbrandbombenladung kommt. Das heißt, da werden die Dächer abgedeckt, da werden die Fenster entglast, da wird quasi so das Haus vorbereitet für die zweite Welle, die dann mit Phosphorbrandbomben bestückt waren. Man hat also da im Experiment festgestellt, gerade für Dresden zum Beispiel, wären 2 anfliegende Bomberwellen, Sprengbrandbomben und dann Phosphorbomben ideal. Und genauso ist es ja dann auch passiert. Und dann frage ich mich jetzt, woher dieser ja schon fanatische Hass auf das Deutsche kommt, der sich ja nicht nur damals entladen hat, sondern in meiner historischen Recherche, die im Vergleich zu Ihren ja eher penälerhaft ist, ja, weiß ich, dass auch im Vorfeld zum Ersten Weltkrieg nicht alles so gelaufen ist, wie wir es in den Schulbüchern lesen. Also die Frage ist, warum seit 1895 dieser Hass auf Deutschland, der ja bis heute weitergeht, und offensichtlich sind wir jetzt gerade in einer vielleicht auch finalen Phase, wenn wir die Deindustrialisierung anschauen, die Migrationsthematik, die Energiethematik und so weiter. Deutschland scheint jetzt gerade endgültig abgewirtschaftet und abgewickelt zu werden. Können Sie das beantworten oder ist es eine Frage, die ins Nebulöse stößt? Also ich kann sie beantworten aus meiner Sicht und
Meine Antwort wird nicht jedem gefallen, das weiß ich, der Ihnen zuhört. Aber ich bin immer, wie gesagt, ich war investigativer Journalist und ich weiß, was Realität ist und ich baue keine Luftschlösser. Ich glaube nicht, und ich habe auch das nicht recherchieren können, dass es eine sogenannte geheime Elite gibt, die Deutschland vernichten will. Das habe ich nicht recherchieren können. Wenn da jemand irgendwelche juristisch verifizierte Quellen hat, immer her damit. Ich konnte keine juristisch verifizierten Quellen finden, allerdings sehr viele Theorien. Ja, es könnte sein, ja, der hat das gesagt, ja, bla bla bla, George Soros und so weiter. Für mich, ich denke da immer militärisch-strategisch, weil ich die Zeit des Zweiten Weltkrieges und des Ersten Weltkrieges seit vielen Jahrzehnten untersuche und auch militärisch-strategisch denke. Deutschland, also Sie haben vorher gesagt, der 30-jährige Krieg, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube, Wolfgang Effenberger macht das genauso. Für mich hat das Ganze schon 1871 angefangen. Deutschland war England, Großbritannien schon immer ein Dorn im Auge. Schon immer. Da war Amerika noch total unbedeutend in der Weltgeschichte. Total. Die Amerikaner waren erst nach dem Zweiten Weltkrieg, sind sie zur Weltmacht geworden, weil sie ja sehr viele Kredite vergeben haben. Aber Großbritannien, England ist für mich der Haupttreiber der Kriege. Und da gibt es auch gute Belege dafür. Da gibt es Aussagen zum Beispiel von Churchill, der klipp und klar gesagt hat, also ich kann das jetzt nicht total zitieren, aber sinngemäß, wir werden es niemals zulassen, dass das Deutsche Reich die Herrschaft über den Kontinent erreichen wird, sondern wir Briten haben den Anspruch, über den Kontinent zu herrschen. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann weiß man auch, Erster und Zweiter Weltkrieg, aha, okay, wenn das natürlich die Direktive war, dann kann man vieles verstehen, warum die Engländer immer Kriegstreiber waren, warum sie die Polen unterstützt haben, die Franzosen, die Belgier, die Holländer. Die haben eigentlich alle Staaten geopfert später, alle geopfert, nur um ihre strategische Politik, also der Eindämmung Deutschlands und der Vernichtung Deutschlands, weiterzubringen. Und das kann man sogar noch sehen an Margaret Thatcher, die gegen die Einführung des Euro war, weil sie ja gegen die Abschaffung der D-Mark war, weil sie ja gesagt hat, das ist eine finanzielle Atombombe, weil Deutschland ja durch die D-Mark so stark war. Also die Briten haben immer versucht, Deutschland klein zu halten und haben nie akzeptiert, sie haben es nicht bei Preußen akzeptiert, sie haben es nicht bei Hitler akzeptiert, sie haben es nicht akzeptiert, dass Deutschland groß und mächtig wird auf dem Kontinent. Ich muss kurz nachhaken, weil Sie sagen, Sie haben keine verifizierbaren Quellen gefunden für so ein Lenkungsgremium im Hintergrund. Was sagen Sie zu diesen Gebilden wie Council on Foreign Relations, the Club of Rome, the Royal Institute for International Affairs, die Bilderberger, die Trilaterale Kommission, die Bohemian Grove? Also die Welt ist ja eigentlich und das sind jetzt nur die westlichen von den von Asien da unten, die ganzen chinesischen Geheimbünde und so. Da habe ich noch gar nicht reingeschaut. Denken Sie nicht, dass es möglich ist, dass es aus diesen Gremien heraus diese Pläne gibt? Ganz professionell, ganz berühmt das Zitat von George Friedman 2015 in Chicago, wo er gesagt hat, dass es der Langzeitplan der USA war, seit über 100 Jahren zwischen Russland und Deutschland einen Keil reinzuhauen, damit die niemals zusammenkommen. Also deutsche Ingenieurskunst und russische Arbeitskraft und Rohstoffe, das darf niemals zusammenkommen. Ist das zu weit gedacht? Ist das einfach zu naiv gedacht auch, dass da so ein Lenkungsgremium im Hintergrund arbeitet? Naja, Sie können dann die Freimaurer ja noch dazu nehmen. Wenn man dann stimmt. sieht, wer Freimaurer ist und so weiter, kann man ja alles dazu nehmen. Man kann ja aus diesem Konglomerat, kann man ja wirklich bestimmte Theorien entwickeln. Klar, das negiere ich ja nicht. Ich sage nur eines, in meinen Publikationen verwende ich nur das, was ich juristisch verifizieren kann. Und wenn Sie mir juristisch verifiziert ein Dokument zeigen aus diesen Gremien, aus diesen Organisationen, die Sie mir sagen, wo klipp und klar drinsteht, wir wollen Deutschland vernichten und wir wollen Deutschland klein halten, dann okay,
dann werde ich ein neues Buch darüber machen. Aber so ist es halt, ja, ich glaube, ja, die könnten, ja, die sollten. Und das ist mir, wissen Sie, es gibt so viele Verschwörungstheorien auf der ganzen Welt und ich bin einfach investigativ. Ich sage das, was ich beweisen kann, und alles andere gehört, also ich hatte mal einen Chef, zu dem hatte ich gesagt, ja, ich glaube. Hat er gesagt, glauben können Sie in der Kirche, aber nicht hier. Okay. Und genauso denke ich das auch. Also klar, Soros mischt überall mit seinen NGOs. Klar, in Osteuropa will der einen Regime-Change machen mit seinen NGOs und so weiter. Aber zeigen Sie mir einfach Dokumente von Unterlagen und von Gesprächen zwischen Soros und anderen Politikern, die genau das belegen sollen. Und dann geht es los, nein, da gibt es keine Unterlagen. Sag, okay, gut, es gibt keine Unterlagen. Kann ja jeder behaupten, dass es dann so ist. Und wie kommen Sie dann zu dem Titel von Ihrem Buch? Wie kommen Sie dann auf den Titel, der da im Hintergrund steht? Weil das ist ja dann die Conclusio aus Ihrer wissenschaftlichen Forschung, dass es da offensichtlich doch so einen Plan gibt, Deutschland abzuwickeln. Einspruch, Euer Ehren. Sie sehen, dieser Titel ist in Anführungszeichen. Okay. Sie sehen das? Mhm. Anführungszeichen heißt, das ist ein Zitat. Und das ist ein Zitat vom amerikanischen Publizist Theodor N. Kaufmann. Der hat gesagt, ein Buch geschrieben, Germany Must Perish. Mhm. Und er hat in seinem Buch geschrieben, dass 48 Millionen Deutsche sterilisiert werden sollen, damit das deutsche Volk in 2 Generationen nicht mehr existiert. Und dieses Zitat habe ich genommen als Titel des Buches, weil es passt eigentlich dazu, nicht ein groß angelegter Plan, sondern wenn man alle kleinen Dinge zusammenzählt, also das Massenverhungern im Ersten Weltkrieg hat 800.000 deutsche Frauen und Kinder getroffen, die ermordet worden sind durch die Hungerblockade der Engländer, wieder Engländer. Die haben keine Lebensmittel reingelassen. Im Zweiten Weltkrieg hat Churchill das wieder aufgenommen, was er im Ersten Weltkrieg angefangen hat. Nochmals 500.000 Tote. Also schon mal 1,2 Millionen Tote nur durch Verhungern, durch die Briten. Das ist für mich Vernichtung. Dann ging es weiter mit der Vertreibung, mit den Konzentrationslagern für Deutschen, mit Massenvergewaltigung und so weiter und so fort. Und wenn man das alles zusammen sieht, dann gibt es kleine Mosaiksteine, um das deutsche Volk zu vernichten. Und ich habe ja nicht umsonst Angela Merkel auch auf dem Titelbild. Mhm. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ja, schlagen wir doch mal einen Bogen zu ihr. Wie Sie sich da jetzt in diese Reihe hier einreihen, neben Stalin, Churchill und Roosevelt. Ja, also die Churchill, Stalin und Roosevelt sind für mich die Massenmörder, die für die Vernichtung von Deutschland verantwortlich sind, in ihrer Zeit mit ihrem Agieren. Und Angela Merkel ist die Protagonistin eines anderen Wortes auf dem Titelbild, Zersetzung des deutschen Volkes. Zersetzung. Deshalb habe ich bewusst dieses Wort Zersetzung gewählt und nicht Bevölkerungsaustausch, weil auch darüber habe ich ja in meinem Buch geschrieben, über den Hutten-Plan zum Beispiel. Können Sie es kurz erklären? Man kann es sich vorstellen, aber was heißt es konkret? Woher kommt dieser Begriff? Der Hutten-Plan Zersetzung. Zersetzung meine ich. Zersetzung. Ja. Den Begriff habe ich eigentlich gewählt. Den gibt es eigentlich so noch gar nicht in der Publizistik. Zersetzung des deutschen Volkes gibt es eigentlich so noch nicht. Aber es ist ja klar, dass durch die Grenzöffnung 2015 unser Volk zersetzt wird. Jeden Tag. Cem Özdemir hat mal das Wort des Biodeutschen benutzt. Ich finde es nicht so gut, aber mir fällt gerade nichts anderes ein. Also die Biodeutschen werden ja immer weniger und die Zersetzung mit kulturfremden Menschen wird ja immer größer. Das kann man ja sehen seit 2015. Und für mich war dann wiederum interessant, warum hat Merkel das überhaupt getan? Gibt es da wieder diesen ominösen großen Plan
dass man das macht, Bevölkerungsaustausch und so weiter. Ich habe keinen gefunden. Ich habe niemanden gefunden, der Angela Merkel gesagt hat, so, du musst jetzt so und so viele Flüchtlinge reinlassen, du musst das deutsche Volk vernichten oder zersetzen. Habe ich jetzt nicht gefunden. Wenn jemand dieses Protokoll hat, her damit, kein Problem. Vielleicht, Ich nirgendwo. vielleicht, Aber, ja. bitte? Nee, sprechen Sie ruhig weiter. Aber ich habe recherchiert, warum sie das gemacht hat. Und da habe ich ein Bild veröffentlicht in meinem Buch. Ich habe einige Bilder mit der KI generiert. Und da steht Adolf Hitler inmitten von syrischen Flüchtlingen. Und wenn man alleine das Bild dann ansieht, das ist total provokativ, oder? Hitler zwischen syrischen Flüchtlingen. Das Bild habe ich absichtlich generiert, weil es passt zu dem Text, den ich dazu geschrieben habe. Weil ich habe recherchiert, was hat Angela Merkel gesagt, warum sie die Grenze geöffnet hat. Und ihr Zitat oder ihr Grund, warum sie das gemacht haben, das ist für mich jetzt wieder wichtig, nicht der Tod, sondern warum liegt er da? Sie erinnern sich, was ich gesagt habe. Der Grund, den sie gesagt hat, war sinngemäß, wir müssen Deutschland aufgrund unserer belastenden Geschichte ein freundlicheres Gesicht geben. Also habe ich geschrieben, ist Hitler schuld an der Grenzöffnung? Also so kann man das ja interpretieren. Sie wollte Deutschland ein freundlicheres Gesicht geben, aufgrund der belastenden Geschichte, die wir haben. Und mit belastender Geschichte ist immer die Hitlerzeit genannt. Immer. Ja. Und das war für mich natürlich wichtig. Warum hat sie das gemacht? Weil mich interessieren immer die Motivationen. Die Auswirkungen sehen wir, die habe ich auch beschrieben in meinem Buch. Also für mich ist das ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, wie sie das gemacht hat. Da bin ich ja nicht der Einzige, der sich da auf so eine singuläre Entscheidung von ihr stützt. Auch das mit dem Ausstieg aus der Kernkraft, das hat kein Land gemacht und wir sehen, welches desaströse Urteil das hat. Eine kleine Replik zu dem, was Sie gesagt haben. Sie haben da keinen Plan dazu gefunden. Das Wesen von Geheimbünden ist, dass sie das nicht in der Zeitung publizieren, was die großen Pläne sind, sondern dass die eben im Verborgenen bleiben. Wir wissen es von verschiedenen Projekten. Also es ist vielleicht für Historiker wie Sie dann auch gar nicht immer so einfach, an diese Zusammenhänge zu kommen, auch wenn Sie wirklich, wie kaum einen, den ich kenne, da hunderttausende Seiten seit Jahrzehnten recherchiert haben. Das ist Ihnen vielleicht gar nicht zugänglich oder uns insgesamt nicht zugänglich, diese geheimen Pläne, weil offensichtlich, ich habe gerade mit einem Biograf von der Merkel gesprochen, der hat mal ausgerechnet, dass es knapp 1 Milliarde war, der Schaden von ihr pro Tag ihrer Amtszeit. Also ja, das muss ja irgendwo herkommen, dieser Zerstörungswille. Ja. Also 2 Sachen dazu. Ich bin kein Historiker, sondern ich nenne mich investigativer Journalist der Vergangenheit. Das ist ein vollkommen anderer Ansatz, weil ein Journalist arbeitet ja immer so, dass er normalerweise beide Seiten darstellt. Und auch ergründet, warum Menschen tun, was sie tun. Also ich nenne mich investigativ, also ich bin ja investigativer Journalist von Haus aus, früher in der organisierten Kriminalität, jetzt seit vielen, vielen Jahren aber investigativer Journalist der Vergangenheit. Und das Zweite ist, glauben Sie mir, ich habe mehr Kontakte, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, auch in bestimmte Kreise, die Sie sich jetzt vielleicht nicht vorstellen können. Und es gibt ja sehr, sehr viele Dokumente und Gespräche und Zeitzeugen, die absolut geheim waren und die später alle irgendwo rausgekommen sind. Also wenn es sowas geben würde, es gibt auch abtrünnige Freimaurer, es gibt abtrünnige Menschen aus anderen Organisationen. Ich erinnere nur an Scientology, so ein Geheimkontakt. Es gibt immer Menschen, die irgendwann irgendwas erzählen und dass es so geheim ist, dass man seit 80 Jahren keine einzige Zeile davon veröffentlicht und keine einzige Zeile von irgendjemand gesagt wird, der dabei war. Okay, ich will einfach nicht über Dinge spekulieren, die ich nicht beweisen kann. Dann muss ich einfach sagen, okay, es ist Hörensagen. Ich glaube, dass das so ist, aber ich kann es nicht beweisen. Dann ist es okay.
Völlig richtiger Ansatz, ja. Dass Verschwörungstheorien aufkommen, ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass man eben nicht alles, an, Belegt. Aussagen hat. Nicht jedes Gespräch wurde protokolliert, oder veröffentlicht oder wie auch immer. Aber klar, an der Stelle, wo man mutmaßen müsste, um eine Antwort zu finden, macht man sich natürlich schon wieder, angreifbar, weil es eben faktisch nicht mehr belegbar ist. Von daher ist Ihr Ansatz wirklich, ganz hervorragend, weil es eben unangreifbar ist. Und das, was Sie zusammen recherchiert haben, reicht ja trotzdem völlig aus, um hier endlich mal zu sagen, die Debatte wurde bis jetzt nicht nur falsch geführt, sondern gar nicht geführt. Und das müsste jetzt tatsächlich endlich mal ja, beginnen, ja, die deutsche Geschichte diesbezüglich aufzuarbeiten, dass man eben alle Seiten hört, die Opfer nicht gegeneinander auswiegt und die Dinge einfach so benennt, wie sie sind. Und ich finde es auch sehr gut, dass Sie sagen, Sie fallen da auch nicht auf rechte Propaganda rein, weil da gibt es ja auch Narrative. Da werden Zahlen wieder hochgerechnet oder Narrative in die Welt gesetzt, die so sich auch nicht belegen lassen. Und das ist sehr gut, dass Sie sich da in beide Richtungen abgrenzen. Und Darf ich Ihnen noch ein Beispiel sagen? ja, bitte. Der sehr in Verschwörungskreisen sehr beliebte Kalergi-Plan. Kalergi war ja ein Europäer, dem man nachsagt, die Rechten nachsagen, er hat eine Theorie entwickelt und in seinem Buch auch geschrieben, dass die Europäer durch die negroide Rasse vermischt und ausgetauscht werden soll, also sinngemäß Kalergi-Plan. So, jetzt habe ich mir den Plan mal angeguckt und habe einfach mal die Stellen seines Buches herausgefunden, was er geschrieben hat und was man für eine Theorie daraus gemacht hat. Und siehe da, aus 30 Seiten, was Kalergi geschrieben hat, hat man dann eine schöne Theorie gemacht, die in das rechte Narrativ passt, auf einer halben Seite. Und auf sowas falle ich halt nicht rein. Verstehen Sie, was ich meine? Kalergi war ein Europäer. Er hat geschrieben, was sein könnte, wenn es ein Europa gibt, ein vereintes, dass andere Rassen sich vermischen mit den Europäern. Er hat aber nicht geschrieben, dass man das muss. Und das sind so diese Unterschiede. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Das eine ist eine Verschwörungstheorie, das andere, er hat sogar 2 Bücher geschrieben, die meisten kennen nur ein Buch. Und so ist meine Arbeitsweise. Und deshalb, ich sage ja, wenn es auch nicht jedem gefällt, aber ich kann nur das schreiben, zu dem ich auch stehen kann, und zwar auch juristisch. Und wenn ich vor einem Gericht lande, will ich immer alles beweisen können, was ich sage, und nicht sagen, naja, ich habe das geglaubt und einer hat es gesagt und der hat es geschrieben und da habe ich das gelesen. Und das ist für mich einfach bla bla bla. Aber auch von den Historikern wird es so gemacht, von einigen. Ja. Manchmal ist es vielleicht auch einfach die Tatsache, dass man sehr viele Verknüpfungen miteinander hat von Personen, Ereignissen, Geldflüssen und so weiter, wo man dann schon ein Muster erkennt, einen Zusammenhang erkennt, aber dennoch den Plan dahinter nicht, sondern lediglich sozusagen aufmerksam drauf wird, da läuft was oder da lief in dem Fall was. Wo ich sehr hellhörig wurde vor vielen, vielen Jahren, als ich mich wirklich angefangen habe mit dem Thema, war das tatsächlich der Geheimbund Skull and Bones, weil der eben über die Personalien, die in dieser sehr elitären Geheimloge sind, tatsächlich auch die waren, die diese Banken betrieben haben, die Hitler dann tatsächlich mitfinanziert haben. Das waren ja nicht viele Banken. Das war die Chase Manhattan Bank und Brown und Harriman und im Prinzip alles diese sogenannten Bonesmen. Also da scheint es schon irgendwie Verstrickungen, Netzwerke zu geben, aber nichts Genaues weiß man nicht. Und das ist halt an der Stelle sehr, sehr frustrierend auch, weil man schon irgendwie sieht, dass es diese Zusammenhänge gibt, aber man kann sie im Detail eben nicht klar benennen, weil dazu dann eben die Quellen fehlen. Und dann ist man eben entweder darauf angewiesen, diese Spur völlig zu verwerfen, oder man geht ihr halt nach, aber ist dann halt hier und da, müssen Lücken bleiben in der Aufarbeitung. Ja, genau. Und da stoßen ja dann die Verschwörungstheoretiker hinein, genau in Ja, das. und die Kritiker, die es dann eben angreifen. Oder die Kritiker, genau, ja. Ja. Also Aber das ist eben eine kurze, wenn ihr erlaubt, eine kurze Replik zu diesem wie heißt der, Hudenhof-Kalergi-Plan oder so.
so nach dem Motto, Europa muss gemischt werden mit andersfarbigen Menschen. Da fällt es mir jetzt schwer, von einer Theorie zu sprechen, wenn ich die Verhältnisse in Paris, in London, in Antwerpen, in Berlin, in Frankfurt oder anderen europäischen Großstädten anschaue, die sich in den letzten 10 Jahren massiv geändert hat. Aber Also das ich heißt muss ja nur, dass Kalergi mit seiner Einschätzung recht hat. Der Unterschied war ja nur, dass er das nicht gefordert hat. Es war kein Plan, sondern es war einfach nur 'ne Prognose, die eingetroffen Genau. ist. Heute Ja. wird ein Plan daraus gemacht. Und Okay. das ist genau der Fehler. Aber nochmal, dann vielleicht die naive Frage: Was hat denn eine deutsche Regierungschefin dazu bewogen, so eine desaströse Entscheidung zu treffen, die im Vorfeld schon kritisiert worden ist, weil alle wussten, was passieren wird. Es ist eingetreten und trotzdem wird diese Frau mit Orden überhäuft. Das hat sie ja selber gesagt, um sozusagen Deutschland reinzuwaschen, um Deutschland 'n besseres Gesicht, 'n besseres Antlitz in der Haben wir Welt das zu jetzt geben. wirklich deswegen? Das hat Haben sie wir 'n zumindest besseres so Gesicht, gesagt. aber Das unser war eigenes ihre Motivation, ihre Antwort. Etwas anderes habe ich jetzt nicht gefunden von ihr, warum sie das gemacht hat. Und ja, sie ist ja halt auch eine Linke, muss man ja auch sagen. Ne? Also Linke und Grüne. Und die denken halt einfach so. Germany, kommt alle nach Germany. Alle. Das ist ja so diese Denkweise. Und Merkel ist eigentlich total in der falschen Partei gewesen. Ja, klar. Meiner Meinung nach wäre sie bei den Linken oder bei den Grünen besser aufgehoben gewesen. Es wäre auch ehrlicher gewesen. Ich hatte erst jetzt vor wenigen Tagen ein Gespräch mit einem Historiker-Kollegen, auch wenn Sie sagen, Sie sind kein Historiker, also mit jemandem, der sich auch mit dem Thema beschäftigt aus dem Osten, der hat gesagt, als die Merkel dann in die westdeutsche Politik gegangen ist, wollte sie ja zuerst zur SPD, aber da gab es nicht diese Aufstiegsmöglichkeiten, die man ihr in der CDU geboten hatte. Und deswegen ist sie in die CDU rein. Sie ist eigentlich ideologisch auf einer ganz anderen Seite, aber hat halt die konservative Partei genommen, um dann ihre Politik letztendlich umzusetzen. Und Weil ich deshalb finde, ist die sie ist jetzt gut auch ein platziert. Also Bild. auf ihrem Cover passt sie gut drauf, finde ich. Ja, so. Ja. Bin gespannt, ob man versucht, das Buch wegzuklagen. Ja, deswegen der Aufruf, am besten schnell bestellen. Wenn man's hat, hat man's. Haben Sie die Befürchtung oder Befürchtung ist vielleicht das, falsche Wort, aber, halten Sie es für möglich, dass das Buch aufm Index landet, zensiert wird, wie auch immer, weggebissen wird? Ich weiß es nicht. Wenn man das tut, freue ich mich darüber, weil es gibt keine bessere Werbung für ein Buch. Wir werden das Buch dann neu rausgeben. Deshalb machen wir immer kleine Auflagen, damit, wenn das Buch weg ist, kommt es neu raus. Dann ist es ein Bestseller. Also nur her damit mit dem Verbot. Freue ich mich drüber. Ich habe schon mal ein Buch geschrieben über die Anthroposophen zusammen mit meinem Bruder. Schwarzbuch Anthroposophie. Und dieses Buch wurde dann weggeklagt oder man hat versucht, es wegzuklagen. Und das Buch ist dann neu erschienen mit einem neuen Cover und wurde dann in Österreich Bestseller. Das ist damals im Überreuter Verlag erschienen und wurde dann Bestseller in Österreich. Also ich bitte darum, das Buch zu verbieten. Umso mehr wird es dann verbreitet als das verbotene, zensierte Buch. Und am besten noch, Frau Merkel, dass Sie das verbieten, weil Sie da auf dem Cover sind. Weil dann ist es auf jeden Fall ein Bestseller. Noch eine letzte Frage zu Ihrer, anderen Buchreihe. Sie sagten, 15 Bücher sollen das werden, 7 sind bis jetzt fertig. 6. 6 sind fertig. Ich schreibe gerade an Band 7, ja. Okay, also, dauert's noch, 9 Jahre, bis, diese Reihe dann quasi, fertig publiziert ist. Ja, ich habe schon ein paar Ideen für noch Zusätze, aber ob da der Verleger mitmacht, weiß ich nicht. Ja. Also, es sind Also ja könnte man zum Beispiel das gesamte Privatleben von Adolf Hitler könnte man ja neu aufdecken, neu analysieren. Die Rolle von Theodor Morell würde mich sehr interessieren. Warum der dem 9000 Spritzen reingejagt hat als Leibarzt in seiner Zeit. Ja, die Zahl 9000 weiß ich jetzt nicht, ob die stimmt, weil ich gehe immer so vor, ich habe ein Buch und zu dem Buch recherchiere ich. Zu Morell komme ich erst viel, viel später. Okay. Also recherchiere ich jetzt zu diesem Buch, weil ich habe nur ein Jahr Zeit pro Buch. Für manche Autoren ist es viel Zeit, die schreiben in der Zeit 5 Bücher. Manche sagen, um Gottes Willen, ich brauche 3 Jahre. Aber ich habe hier schon mein Rechercheteam, die mich auch unterstützen.
Und ich gehe immer so vor von Buch zu Buch. Und Band 7 behandelt jetzt zum Beispiel den Balkanfeldzug und den Afrika-Feldzug. Und alleine jedes Kriegsjahr ist ein Band, deshalb auch die 15 Bände. Okay. Wie viel Weil zu schreiben Sie am jedem, Tag? Wie viel Seiten schreiben Sie so am Tag im Schnitt? Können Sie das festmachen? das kann ich so nicht sagen, weil ich mache hier noch meine Videos jeden Tag. Ich kann Ihnen nur sagen, ich stehe um 5 Uhr auf und höre ungefähr um 20 Uhr auf. Ja, also wie viel, kommt drauf an. Also wenn ich viel recherchieren muss zu einem Thema, wären es vielleicht bloß 2, 3 Seiten, weil die Recherche so groß ist. Habe ich schon alles recherchiert, sind es vielleicht 20 Seiten. Unterschiedlich, total unterschiedlich. Unterschiedlich, ja, okay. Respekt, große Leistung, kann ich nur den Hut vorziehen. Wirklich sehr, sehr interessant und ich freue mich da auf die ganzen Bücher und ich werde nicht alle lesen können, aber wir haben sicherlich Gelegenheit, über das eine oder andere mit Ihnen da zu sprechen. Ja. Müssen Sie mit dem Alexander sprechen, weil der das ja auch macht. Mit wir Und, meine ich uns alle, ne? Also okay. wir vom Team, nicht jetzt wir Ja, persönlich, sondern dass wir ja, eben Gelegenheit haben, tiefer einzugehen. Viele ja, Leute brauchen ja auch ein Gespräch, um überhaupt mal eine Idee zu bekommen für so ein Buch und finden dann interessant, das da reinzugucken, dass man das ja, Gehörte vertieft oder andersrum, die haben das Buch gelesen und wollen dann eben auch noch mal ein Gespräch drüber hören. Das vertieft das dann. ja. Also das hilft sehr, habe ich gemerkt auf der. Also Ja. in Band 2 meiner Buchreihe habe ich ja zum Beispiel mehr oder weniger bewiesen, dass ohne SPD Hitler nicht an die Macht gekommen wäre. Okay. Das ist natürlich eine steile These, die bisher, das Buch ist jetzt 5 Jahre alt, ist nicht weggeklagt worden. Warum nicht? Weil meine Dokumente viele aus den SPD-Archiven selber sind und aus ausländischen Archiven und Zeitzeugenberichten und aus Analysen von Verfassungshistorikern und Verfassungsrechtlern, die ganz genau aufgeführt haben, wie die SPD in Preußen die Verfassung so manipuliert hat, damit die Nazis dort nicht an die Macht kommen. Und als die Nazis dann nach den nach dem ersten und zweiten Preußenschlag dann an die Macht gekommen sind, hat Wilhelm Frick, für mich einer der intelligentesten Nazis, die es jemals gab, hat gesagt, okay, die Ideen der SPD, die übernehmen wir jetzt. Und so, genau so war es. Und auch eine interessante These, die ich alles beweisen kann. Alles, ich habe dann die preußische Verfassung, die thüringische Verfassung und so weiter auseinandergenommen. Was gab es da für Manipulation und für Hebel, damit man an der Macht bleibt oder die Nazis später an die Macht gekommen sind. Und all das lernen Sie, ist ein bisschen arrogant jetzt vielleicht, aber das lernen Sie ja nicht in der Schule. Und auch nicht in den Geschichtsbüchern. Also das Bollwerk gegen rechts, das ohne die SPD Hitler gar nicht an die Macht gekommen wäre, so wie ich das beweise, auf jeden Fall mit Indizien, das sagt Ihnen ja keiner. Das ist ein Bollwerk gegen rechts, um Gottes Willen. Dass die SPD als erstes die Konzentrationslager eingeführt hat in Deutschland unter dem SPD-Präsident, sagt Ihnen auch keiner. Dass die SPD eine SA-affin, also gleich wie die SA auch eine Schutztruppe hat, sagt Ihnen auch keiner und so weiter und so fort. Da gibt es so viele Lügen und Dinge, die verschwiegen werden. Also 15 Bände ist da noch wenig. Ja. Okay. Aber Sie haben die Herausforderung angenommen, das jetzt wirklich mal aufzuarbeiten, wird auch Zeit nach 80 Jahren. Ich hoffe, dass Ihr Werk irgendwann mal die Grundlage für die zukünftige Schulbildung auch ebnet. Ja? Und dass sich da viele Historiker und Journalisten dran machen und ihr Werk da auch als Grundlage nehmen für eine korrigierte Geschichtsschreibung. Ja, es geht ja nicht darum zu sagen, es ist alles falsch. Es geht darum zu sagen, dass man jetzt auch endlich mal die andere Seite zur Kenntnis nimmt, über die man bis jetzt eben nicht gesprochen hat. Dafür wirklich recht herzlichen Dank, dass Sie ja, dieses Opfer kann man ja schon fast sagen, auf sich nehmen, da Jahrzehnte ihres Lebens widmen und sich da natürlich auch ganz bewusst Repressalien aussetzen und eben diesen steinigen Weg einfach gehen. Dafür wirklich im Namen vieler vielen Dank.
Ja, Ja. und nochmal der Aufruf, holt euch das Buch, lest es, redet mit anderen drüber, wenn ihr es ausgelesen habt, gebt es weiter, damit das endlich mal Gesprächsstoff wird. Die Debatte fehlt seit 80 Jahren und es wird Zeit. Ja? Ich bin die 3. Generation, meine Kinder sind schon die 4. Generation und die Generation, die es betrifft, die ist nahezu ausgestorben. Auch gut, dass wir da noch Zeitzeugenprotokolle haben. Ja. Also Ja. vielen, vielen Dank. Also, wie gesagt, ich habe dieses Buch geschrieben, ich sage es nochmal, ich habe dieses Buch geschrieben als Mahnmal und Denkmal für unsere Großmütter, Großväter, Urgroßmütter und Urgroßväter, einfach als Andenken an diese Leute. Und wenn jemand dieses Andenken teilen will, dann kann er dieses Buch erworben. Und ich bin natürlich auch immer froh, wenn ich dann Rückmeldung kriege, weil auch ich kann lernen aus allem. Man lernt nie aus. Ich bin jetzt 62 Jahre alt, aber ich lerne jeden Tag dazu. Zum Beispiel mit dem Portugiesisch mit meiner Frau. Ich lerne jeden Tag dazu. Und dieses Buch soll wirklich ein erster Schritt sein, wie Sie richtig gesagt haben, um dieses Thema, der Massenmord an uns Deutschen. Ich möchte Ihnen noch kurz etwas zeigen, was es noch in keinem anderen Buch weltweit gab. Ich habe eine verschwiegene Massenmordbilanz gemacht über uns deutsche Massaker. Hier steht das Datum, hier steht das Massaker, hier steht, wie man die Leute umgebracht hat und hier stehen die Opfer. Hat Okay, noch keiner. was haben Sie unten in rosa angestrichen, die Zahl? Das, was ich Ihnen nicht sage, sondern das, was im Buch steht, die Gesamtzahl der Opfer. Es soll ja noch ein bisschen Spannung sein, aber Okay. ich kann Ihnen sagen, es sind mehrere Millionen deutsche Tote. Und diese deutschen Tote werden heute verschwiegen, vergessen oder kriminalisiert. Und das ist meine Mission. Ich habe es meinem Opa und meiner Oma versprochen, bevor sie gestorben sind. Ich werde etwas dafür tun, dass ihr reingewaschen werdet. Mein Opa war kein Massenmörder, meine Oma gleich gar nicht. Und so geht es Millionen Menschen. Und ich mache das, um diesen Menschen zu gedenken. Ich bin ein Kind einer Flüchtlingsfamilie. Ich darf das 10-mal mehr sagen als ein anderer, der sich irgendwo im Sessel sitzt und sagt, ich habe mit dem gar nichts zu tun, das interessiert mich gar nicht, bla bla bla. Okay, auch das Buch ja nicht lesen. Aber es interessiert Millionen Menschen, weil viele Millionen Menschen wurden vertrieben. In jeder Familie gab es Tote bei der Wehrmacht. Und ich will nicht relativieren. Ja. Ich will auch nicht alle über einen Kamm scheren. In meinem Buch ist ein Beispiel drin, die Menschlichkeit der Russen. Sonst hätte mein Opa nicht überlebt, wenn der russische Offizier nicht menschlich gewesen wäre. Also ich sehe auch diese Seite. Ich will nicht alles über einen Kamm scheren, aber dass wir schlecht, böse und Massenmörder sind, hören wir jeden Tag. Und ich will einfach sagen, halt, es gibt auch Opfer bei uns. Das ist meine Aufgabe mit diesem Buch. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben. Sehr, sehr gern und auch wirklich von meiner Seite aus nochmal vielen Dank für die ganze Arbeit. Also das wird historisch erstmal einzuordnen sein. Weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Ja, danke. Und liebe Zuschauer, euch natürlich auch. Das Buch oder die Bücher sind unten in der Videobeschreibung mit verlinkt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.